Im letzten Video habe ich euch hoffentlich intensiv erklärt, warum die richtige Topfgröße eigentlich völlig egal ist. Wichtiger ist, dass die Topfgröße dem angepasst ist, wie ihr eure Pflanzen gießt. Und deswegen kommen wir in diesem zweiten Teil zu der Frage, wie oft muss ich meine Pflanzen gießen. Momentan sitze ich hier draußen auf der Terrasse, die Temperaturen sind optimal. Ich könnte an sich heute schon über den Tag verteilt die Orchideen rausstellen, aber weil das so viele sind und ich viel tragen müsste, habe ich darauf keine Lust. Kommen wir zu dem Thema, weil hier momentan diese schöne Wanda am Blühen ist, richtig schöne gelbe, poppige, peppige Blüten. Und ihr seht, die steht hier in einer Glasvase mit Kolomi. Und ich habe mittlerweile sehr, sehr gute Erfahrungen mit Vandeen in Kolomi gemacht. Super einfach in der Kultur, wirklich super simpel. Und deswegen dachte ich, ich erkläre euch, weil diese Frage so oft ankommt, wie gieße ich und vor allem wie oft gieße ich meine Orchideen im Glasgefäß, im ganz normalen Kunststofftopf in Pinienrinde. Eine Sache gleich vorweg, weil das wirklich niemand irgendwie zu verstehen scheint, aber das, was ich euch hier sagen würde, wenn ich euch sage, gießt sie mit 50 Milliliter oder Doretanopsis Ting Chin Melody benötigt genau 50 Liter alle 7 Tage. Das kann bei mir nur stimmen, wird aber bei euch nicht stimmen. Wenn ich meine Orchideen wie diese Wanda am Südfenster kultiviere, dann wird in aller Regel das Glasgefäß durch die Sonne aufgewärmt und das Wasser trocknet deutlich schneller aus. Das gleiche gilt, wenn ich die Pflanzen hier auf der Terrasse über die Sommermonate kultiviere. Dadurch, dass die Luft warm ist, dadurch, dass eigentlich alles im Sommer darauf aus ist, dass es schnell trocknet, muss ich öfters gießen. Im Winter, wenn es kühler ist, ist das komplett anders. Pflanzen, die kühler stehen, die neigen dazu, dass sie deutlich länger im Feuchten stehen, weil die Feuchtigkeit im Gefäß natürlich deutlich länger vorhanden ist. Darüber hinaus muss man bedenken und beachten, dass Pflanzen im Winter deutlich weniger Wachstum zeigen als im Frühjahr oder Sommer und deswegen auch deutlich weniger Wasser benötigen. Wenn ich jetzt im Winter die gleiche Menge Wasser einsetze und genauso oft gieße wie im Sommer, dann ist es im Winter in aller Regel einfach zu viel. Ihr kennt das von euch vielleicht selbst. Im Sommer, wenn es heiß ist, trinkt ihr auch deutlich mehr. Im Winter, wenn es kalt ist, dann vergisst man es doch meistens eher, weil der Durst auch vom Organismus selbst nicht so stark angezeigt wird. Wichtig ist auch, unabhängig von der Größe des Pflanzgefäßes, je mehr Wurzelmasse eine Pflanze hat, umso mehr Wasser wird sie wahrscheinlich auch benötigen. Wenn sie wenig Wurzelmasse hat, besteht natürlich die Gefahr, dass weniger Wasser aufgenommen wird und die Pflanze deutlich länger im Nassen steht. Ein Substrat wie Pinienrinde hält die Feuchtigkeit länger, bedeutet, eine Pflanze, die zum Beispiel in Pinienrinde oder Sphagnummoos oder in einem anderen Substrat eingepflanzt ist, das lange die Feuchtigkeit hält, muss entsprechend längere Gießpausen haben. Das heißt, diese Pflanze kann durchaus im Sommer eine Woche stehen, ohne dass sie Probleme bekommt bezüglich, dass es zu trocken ist. Bei so einer Pflanze, die eben nur wenig Wasser bekommt, dass sie nicht zu nass steht, weil sie auch zum Beispiel im Glasgefäß statt in einem offenen Topf steht, kann natürlich weniger Wasser benötigen und das natürlich öfters. Bei ihr wäre es natürlich wieder schädlicher, wenn ich die gleiche Menge Wasser hineinfüllen würde, auch wenn das jetzt vom Topf her nicht ganz passt, aber sage ich mal, wenn es der gleiche Topf wäre. Und das muss man beachten. Nochmal, das, was ich eingangs gesagt habe, ist auch das Schlusswort. Es ist definitiv so, dass jedes Orchideenfenster Nord, West, Ost, Süd komplett anders funktioniert, weil auch nicht jedes Fenster, jede Wohnung gleich ist. Das heißt, unter manchen Fenstern stehen Heizungen, bei manchen stehen die Heizungen woanders im Raum, andere haben gar keine Heizung im Raum, wie auch immer, oder nutzen ein Gewächshaus. Das, was der eine macht, kann vielleicht als Orientierung dienen, aber was ihr letztendlich bei euch umsetzen müsst, das müsst ihr selbst beobachten. Ich kann euch nicht sagen, die Pflanze braucht 200 Milliliter, die braucht 500 Milliliter, die braucht 5 Liter, die braucht nur einen Tropfen in der Woche. Ihr müsst das selbst bei euch beobachten. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen aufklären. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal und schauen wir uns nochmal diese schöne Wanda an. Richtig tolle gelbe
Blüten. Da bin ich gespannt, wenn noch mehr Blüten aufgehen, dann wird das ein richtiges Highlight. Genauso wie das bei dieser Orchidee zum Beispiel bereits der Fall ist. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch. Tschüss.